So, Orte und Hinweise. Apartment, da fahren wir jetzt mal hin. KGPL to any unit. A citizen reports suspicious activity 111 South Alameda. Stand by for any Central Unit. Schon wieder, jetzt sterben euch. Also irgendwann muss ich echt mal damit zur Werkstatt, das geht gar nicht klar. Jo, dann fahren wir jetzt mal mit McCaffrey, heißt ja McCaffrey? Ne, McCaffrey, ne? Fahren wir mal zu dem, mal gucken, ob wir da noch irgendwas herausfinden. Wahrscheinlich schon, sonst könnten wir da nicht hinfahren. Und ja, dann glaube ich, gehen wir schon wieder ins Revier und können das Ding quasi abschließen. Glaube ich zumindest. Ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher. Ah! Eieieiei. Aber wir werden das ja gleich sehen, wenn wir da waren. Ich weiß zwar nicht, ob da jetzt nochmal irgendwie was mit einer Verfolgungsjagd ist oder mit einem Gespräch oder was auch immer. Aber das werden wir gleich herausfinden. Allerdings muss ich da irgendwie voll behindert für fahren. Up ahead, you turn left. Okay, man. Du sagst, ja, dann fahr ich natürlich hier links, gar kein Problem. You're making your right at the next intersection. Alles klar, Mann, alles klar. Dann biege ich halt hier rechts ab, ist auch überhaupt kein Problem. Und jetzt hier links. It's left at the next intersection. Alles klar, Mann, du bist ein super Navigationssystem. Das Rusty 2000 sollte jeder haben. McCaffreys Apartment. 7:23 PM. Das heißt private Message, damit ihr es mal wisst. Da ist er. 6. Okay. McCaffrey is in apartment 6. Das wussten wir aber schon vorher, weil das wurde uns ja schon gesagt. Aber gut. Wir müssen ja auf Nummer sicher gehen. So, Apartment 6 ist natürlich irgendwo oben. Ständig. Ich weiß allerdings nicht, wie viele Apartments gibt es denn hier pro Stockwerk. Aha, da lang. 6, das ist Gold, da gehen wir rein. Hallo? Jemand zu Hause? Doesn't look like anybody's home. Bam! Polizei! Globus, bleib wo du bist. Oh, ist das nicht der zweite? Hier ist noch ein Buch, wir gucken erstmal das Buch an. Maybe. No. Fundamentals of Critical Theory. Kritische Theorien, da habe ich auch ein paar. Weil kritisch ist immer sehr schlecht, ne? Muss man so sagen. Das ist die These dazu. Okay, hier geht's weiter. Lange dauern, bis du geheilt bist und wieder nach Hause kommen kannst. Ich habe dir deine Sachen in dein altes Zimmer gestellt und dein Schloss an der Tür angebracht. Damit du deine Ruhe hast. Du kannst kommen und gehen, wann du willst, wenn ich die Tür aufschließe. Ich werde mich um dich kümmern und du kannst wieder in dein normales Leben zurückkehren. Ich weiß, deine Adresse hat sich geändert. Ich kann also nicht sicher sein, dass der Brief dich erreicht. Aber ich bete darum, dass er es tut und dass du darüber nachdenkst, was ich gesagt habe. Ich liebe dich so sehr und bete jeden Abend, dass du in Sicherheit bist und vielleicht eines Tages an meine Tür klopfst und wir die Kluft zwischen uns schließen können. In Liebe und Verständnis, deine Mutter, Augusta Summers. The letter we found beside the body. At the very least, I'd say it ties McCaffrey to the scene. Sehr merkwürdig, warum er das Ding hat. Ich würde aber erstmal, um das kaputte Verhältnis zu kitten, Tesafilm empfehlen. Ja, aber das muss jeder selbst wissen. Oh, was haben wir denn hier? He said he was at home. He said he didn't know her. And we have the book. Let's see Carruthers argue his way out of this one. Was das? Is that you, Grosvenor? Who are you guys? What are you doing in here? We're from the LAPD, ma'am. Do you Kriminelle. know where we might find McCaffrey? I'm his neighbor. Is he in trouble? Look, lady, we need to find him, and in a hurry. Are you gonna give me trouble? He has a pigeon coop up on the roof. He spends his mornings up there when he's been drinking. How do we get up there? Down the hall and up the stairs. Aber wir haben doch gar Get in nicht. command of a morgens. carrier pigeon. Surely we can write him up for that. A citation at least. Na gut.
Wir haben ja nicht nur das, was Cole gesagt hat, wir haben ja noch guy. I hear he's an honest cop. Now there's an oxymoron. wir haben ja noch ein paar andere Sachen herausgefunden. Wir haben die zweite Hälfte des Briefes. Wir haben den Schraubenschlüssel mit Blut. Ein blutiges Hemd. Oh, es sieht nicht sehr gut aus für den guten Mann. Grosvenor McCaffrey. Er hat eine Taube auf mich geschmissen. Boah, Terrorist ohne Spaß. Weil ganz ehrlich, wer sowas macht, boah, der isst auch kleine Kinder. Geh doch mal runter. Und schmeißt sie auch vom Fahrrad und schnüffelt an den Satteln oder so. Keine Ahnung. Machen die, glaube ich, auch. Wir haben ja jetzt die Macht des Sprintens erlernt. Aber ich glaube, das können wir nur, wenn wir relativ nah an dem dran sind. Los, renn, schneller, go! Er schmeißt den Hut weg, dann bist du gleich 5 km/h schneller. Dann holst du ihn noch. Kann ich auf ihn zielen? Nein, kann ich nicht, damn. Ach, sowas finde ich immer blöd, dass man das nur manchmal machen kann, manchmal nicht, manchmal ja, manchmal nicht, ne? Verdammt, ich dachte, hier bin ich clever, aber war ich nicht, nein. Give it up, LAPD. Boah, sprinte doch jetzt einfach mal. Mach doch mal hier einen kleinen Marathon auf. Jawohl, guck mal, Cole. McCaffrey, Tackle. you're under arrest on suspicion of murdering Evelyn Summers. Alter, wie schnell hatten der ihm die Handschellen angelegt? Der weiß ganz genau Bescheid, der Junge. We need to get downtown and wrap this thing up. It's got to be McCaffrey. So, Unless hab eh nichts mehr. set him up. You don't think that asshole Jameson did that, do you? Well, whoever did. This wasn't that Dahlia fuck. How do you know that McCaffrey didn't do the Dahlia? We have a list of over 200 suspects. His name was never on it. If you think the list is exhaustive, Rusty, who am I to argue? Listen, let's just work the case at hand, shall we? Then we can sit down and put all the puzzle pieces together at a later date. I'll hold you to that. Oh, ich fahr einfach mal hier durch. Ist ja gar kein Stress, ne? If we survive this, it's gonna be a miracle. Was? Ist ja alles gar kein Problem. Weiß nicht, wo du das Problem siehst, mein Freund. So, da wären wir auch schon. Durch meine Abkürzung sind wir da relativ schnell hingekommen. Gar kein Problem, würde ich sagen. Gut. 1 und 2. Ich gehe in die 1. Chronologisch gehen wir jetzt vorne. Die waren alle schuldig. You sure you can make it stick with one of these suspects, gentlemen? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson is an aberration. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan isn't one, McCaffrey isn't two. I want the confession from one of them. Don't fail me, young Phelps. Sie kriegen von beide ein Geständnis. Sir. So, gehen wir erstmal in die 1. Die 1 ist da. Interview Room 1. So. Du bist voll am Arsch, Mann. Voll am Arsch. Why did you run, Tiernan? Weil er am Arsch ist. I was the last one to see Evelyn that night. Und am Arsch. I knew you would think it was me. Und am Arsch. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Keiner kennt sie natürlich. Natürlich, ist eine Lüge. Ist das eine Lüge? Ist eine Lüge. Ist es eine Lüge? Keep lying to me and I'll have you charged and in front of a grand jury before your feet touch the ground. How can you possibly prove Evelyn and I were more than friends? Tja. Das Problem ist natürlich, was ist denn hier jetzt quasi das das hier, ne? Ja. McCaffrey gave you up, Tiernan. He says he saw you go into your hotel with Evelyn. I met Evelyn at the public library. We would read for a while and then go for a drink. Last night we went back to my hotel room and had some more to drink. I must have passed out. I woke up
and she was gone. What time was this? Around midnight, maybe later? And there's no one who can confirm this. No, there isn't. I knew you wouldn't believe me. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at it once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it. She wanted something of his. Ich würde trotzdem tendieren, das anzuzweifeln irgendwie. Auch wenn er mich straight anguckt. Ich zweifle trotzdem an. We either hang this on you or McCaffrey. You better give us something. McCaffrey's been in trouble with the law before. I mean, he always makes out it was some kind of labor dispute. But, you know, I'm not so sure. Ja gut, das können wir auch selbst. Also, da brauchen wir dich jetzt nicht für, mein Freund. You and Evelyn were drinking together last night. And she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. Würde ich... Eine Lüge. You're lying, Tiernan. You'd been fighting with her. You fought and... I'm not lying! She got up and left, that was it! Wer schreit, der lügt. Hat meine Mama auch immer gesagt. So, dann wollen wir mal kurz gucken. Frage ist... Opfer hat sich eines... Na, hier. Opfer hat nach einem Streit Whisky für einen Jungen gekauft. Bam. She left, but she came back. She bought you a quart of whiskey to make it up to you. She told the liquor store owner. You're in deep trouble, buddy. Oh ja. She said she loved me. She wanted to care for me. But she would never stop talking about McCaffrey. McCaffrey was a writer, McCaffrey was a hero, McCaffrey cared for the little guy. Did you kill her, Tiernan? I might as well have. I kicked her out. She had nowhere to go. Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Was? Have access to a lug wrench? No, we use a lot of them to clear jams in the pin-setting machines. Moment, hat er ihn gefragt, ob er ein Auto hat und er... Nein, tue ich nicht. What? Ich zweifle dich aber an. Coroner's report says that Evelyn was killed with a wrench. I think you did it and then planted the evidence at McCaffrey's apartment for us to find. We went to his apartment. McCaffrey was up on the roof. Evelyn stole the book. McCaffrey went crazy when he found out. He said he would put her out of her misery. He can be very cruel. Ich gehe jetzt. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. Big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. Ja, das ist halt sehr interessant. Verdächtig sind beide. Natürlich müsste man jetzt erstmal denken, McCaffrey ist auf jeden Fall mehr tatverdächtigt, weil bei ihm wurden ja auch immerhin das Mordinstrument, das vermeintliche, gefunden. Was macht der da mit der Treppe? Der kommt da nicht ganz klar, wie ich sehe, alles klar. Aber natürlich kann er hier, der Tiernan, es ihm auch wirklich untergeschoben haben, weil er eifersüchtig war, weil die gute Evelyn in ihn verliebt war, obwohl sie ihm auch gesagt hat, das ist alles sehr verzwickt. Ich glaube, sie sind beide schuldig. Die sind wirklich ineinander verliebt und haben sie getötet, weil sie gestört hat. Ich glaube, das wird sein, ja. Ich glaube schon. Ja. You ready to answer some questions? You think I have all the answers? People who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Let's see where this takes us. Hä? Achso, haben wir schon gefragt, stimmt. Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Lüge. You're lying, Lügen ja McCaffrey. sowieso alles hier. You were out at the rail yard. Alle. And what do you have that proves I was there? So, ich würde sagen, zerrissener Brief, oder? How about half of Augusta Summers' last correspondence with her daughter?
What are you talking about? After you were done beating Evelyn, you searched her and found her mother's letter. That old lady's anguish amused you. I know nothing about a letter or Evelyn's goddamn mother. So what was it doing on your writing desk? I don't know, but if I didn't put it there, somebody else did. Try exercising your powers of deduction on that. Ja, wie gesagt, es könnte natürlich durchaus sein, dass Tiernan ihm alles untergeschoben hat. Möglich ist es. Kann natürlich sein. We found the lug wrench that Evelyn was battered with in your apartment, and the note from her mother, and your blood-stained clothing. We have you cold, McCaffrey. You think if I could be bothered to murder Evelyn Summers, I would be stupid enough to leave the evidence in my apartment? Ja. Auf jeden Fall. I don't believe you, Grosvenor. The evidence says that you killed her. You can prove that I wanted to kill Evelyn? Ha, ich bin Polizist, ich muss gar nichts beweisen. So sieht es nämlich aus. Tiernan is prepared to testify that you threatened Evelyn's life in his presence. Self-preservation. That's understandable. Okay, I'll level with you. Ich hör zu. Tiernan killed Evelyn. He came to me for help. I listened to him, and he explained why he did it. Tiernan went to you for help. You expect me to buy that? That's how it went down. I told him he made a terrible mistake, but he would be throwing his life away if he went to the cops. I took his things and told him I would dispose of them. But you didn't. Speak to Tiernan. He'll give it up. Jetzt müssen wir nochmal zurück zu Tiernan und mit dem nochmal sprechen, die Anschuldigungen vorlegen. Boah, jetzt müssen wir ja auch noch hin und her laufen, ey, ich flippe aus. Warum ist das Telefon, hä? Ich kann telefonieren. Ich telefoniere mal. Operator, give me dispatch. Hallo. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Just a moment, Detective. Okay. McCaffrey was formerly under surveillance by the Red Squad. Convictions for petty theft. Dishonorable discharge from the Army during training at Syracuse. Assault on a local woman. Says he almost beat the woman to death. Thanks for your help. Ja gut. Damit verdichtet sich, dass das vielleicht doch war, weil er hat schon mal eine Frau fast totgeschlagen. Geh mir aus dem Weg, ja. Wichtiger als du. You spoken to McCaffrey? I can go, it's all been cleared up? Not quite. We have one more question we need to ask, James. Then I think we will be done. Sure. Go ahead. So Evelyn passed out, and you walked out. What happened next? I woke up in the morning. Very hungover. I thought Evelyn would have come back. Lüge. Weil, also McCaffrey hatte was anderes gesagt, ne? I know you're lying, James. You went out looking for her. Tell me what really happened. I don't know what you're talking about. How can you say I wasn't in that hotel room? Ich bin Polizist, ich muss nichts beweisen, mein Freund. Absolut gar nichts. You wound up at McCaffrey's. You were still incredibly drunk. You passed out on his floor. It's time to tell me what really happened. McCaffrey woke me up the next morning, and he showed me the lug wrench and the letter and the box. And he said I came in with him last night. He said that I killed Evelyn. And that it was all over the radio. And that he would protect me. And I don't know, Detective, for the life of me, I can't remember a goddamn thing. And I was angry with her. Really angry. I could have done it. Was it me? Tja. Wait here.
Ich gehe jetzt nochmal kurz zu ihm. Weil wir haben jetzt noch was mit seinen alten Sachen. Es ist echt schwer, weil beide, finde ich, sind relativ gleich. Also, ich sag das gleich nochmal. Ich werde jetzt noch mit ihm reden, dann werde ich das ganze Ding nochmal aufrollen. 50 Minuten analysieren den ganzen Scheiß hier, dann werden wir schon den richtigen finden, glaube ich. Oder auch nicht. You were in the war? Yes, I was. Seeing the things that I saw. It changes a man. Ach, heul nicht rum. I came back here determined to change things. All I wanted was a pen and an opportunity to speak out. You told us before that you had only minor run-ins with the police. You didn't mention petty theft. I've never been in trouble for violence. That's the salient point here, isn't it? Ah, habe ich schon mal was anderes gehört, mein Freund. You're lying, McCaffrey. You have a history of violence towards women. How do you turn a couple parking tickets and a petty theft misdemeanor into an assault charge? Ich bin Polizist. Ich muss gar nichts beweisen. So, wir haben ja die Polizeiakte und da wurde uns gesagt, da gab es schon mal einen Angriff auf eine Frau. We know all about you and your dishonorable discharge, beating some poor woman near to death in Syracuse. You've never been in combat, McCaffrey. Your whole life is a fraud. She was a goddamn peasant whore! She tried to steal from my wallet. I could have fought for this country. I could have... You beat her because she stole from you. Because she tried to outsmart you. The ignorant audacity of the bitch. What is a man supposed to do? Sit there and take it? How is a man supposed to call himself a man? And Evelyn Summers, a poor, drunken nobody, stole your book. And she got what was coming to her. So. Ich bleibe jetzt mal kurz hier sitzen. Beide sind auf jeden Fall recht ähnlich verdächtig, ja. Beide hatten ihre Motive. Beide sind sehr, sehr, sehr hochgradig tatverdächtig. Bei ihm wurde natürlich alles gefunden. Er hat schon mal gegen Frauen, wurde da schon mal auffällig. Was natürlich bedeutet, er könnte es definitiv gewesen sein. Der andere allerdings könnte es auch gewesen sein. Weil er könnte auch, wie gesagt, alles da versteckt haben. Er hätte die Möglichkeit gehabt, sie zu töten und ihm alles in die Schuhe zu schieben. Das wäre durchaus möglich. Also es ist, beides ist sehr, 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 oder könnte sehr wahrscheinlich sein. Allerdings muss ich sagen, mein Bauchgefühl sagt, dass ich ihn beschuldige. Und wenn ich mich nicht, weil er passt auch eigentlich recht gut. Er guckt auch schon so komisch. Und viel zu komisch. Ist ein komischer Typ, deswegen. Und ich glaube, der Captain findet das auch gut, wenn er beschuldigt wird. Das ist nämlich auch nicht so unwichtig, weil sonst pisst er mich wieder an, das ist ja auch scheiße. Ich beschuldige ihn jetzt, weil ich denke, er war's. Schon allein, wie er mit seinem Hals da sich bewegt durch seine Klamotten, das kann doch nicht, also, bitte, ja. Governor McCaffrey, I'm charging you with the murder of Evelyn Summers. Ah, She was a sad lady who never hurt anyone except herself. I hope God finds a way to forgive you. Ich gehe Kaffee trinken, ciao. Congratulations, boys, you bagged the fine catch. Another red to boot. Grand. Now, I want you to put this business about a repeat offender out of your mind. This McCaffrey creature shows no remorse, and neither will the grand jury. You would have to walk a long mile to find a better candidate for an unmarked plot in the prison graveyard. Und wieder. Ein abgeschlossener Fall für das LAPD von Cole Phelps. Ja. Ich habe einen Hinweis nicht gefunden. War wahrscheinlich dann am Friedhof, ne? Governor McCaffrey kann mit dem Schreiben seiner Memoiren beginnen in der Todeszelle. Ja, Mein Kampf oder so kann er ja schreiben, warum nicht? Ja, 4 Sterne nur, weil ein bisschen viel Fahrzeugschaden. Ja, aber gut. Keine Verletzung. Mir wird das immer angezeigt. Ich verletze aber irgendwie keinen. Finde ich schade. Ich möchte mal Leute verletzen hier. Einfach so, weil ich kann. Mein Gott, was soll's. Ja, aber wir haben wieder einen Fall. Das war jetzt Fall Nummer 12. Wann kommen wir denn endlich weiter? Ey, wir sind jetzt Mordkommission, wir kommen noch in die Sitte. Wann kommen wir denn da hin? Bald. Ich glaube bald. Bald müssen wir eigentlich in die Sitte kommen. Naja. Gut, dann war's das mit dieser Aufnahme und mit dieser Folge und mit den letzten beiden, 3, 4, 5, 8, 9, 10 oder so. Ich denke mal, 3 Folgen dürften das werden. Bedanke ich mich bei euch. Ich hoffe, ihr seid dann in der nächsten Aufnahme und Folge unter den nächsten Folgen in Aufnahmen und so weiter auch wieder mit dabei.
Und ich würde sagen, bis dahin, Tüdelü.